Hallihallo, mein Name ist Ruti. 2 Fähren durch den Amazonas-Regenwald habe ich bereits genommen, aber hier gibt es immer noch keine Straßenanbindung. Das heißt, eine weitere Fähre muss ich noch nehmen. Allerdings bin ich jetzt in Brasilien, wo das Ganze ein bisschen mehr wie die Suche nach Passierschein A38 abläuft. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich zum Hafen fahre, rüber nach Brasilien und gucken, wann das Frachtschiff nach Manaus geht, wie das abläuft, was es kostet, wie das mit der Lucy ist, beladen. Ihr habt ja im letzten Video gesehen. Ziemlich abenteuerlich kann es sein. Ich habe mir sagen lassen, Brasilien ist deutlich besser infrastrukturell organisiert und sauberer und was weiß ich. Ich bin mal gespannt. Also man merkt gleich, dass es hier zivilisierter ist oder geordneter, sagen wir es mal so. Ich habe natürlich jetzt meinen Pass mit dem Stempel und so nicht dabei. Hier muss man, hier muss man richtig in ein Büro gehen. Nicht so wie in Peru, wo man einfach zum Dings geht und der Captain sagt, oh, ich sag mal 150. Aber ich muss hier für das Moto irgendein Dokument mir ausstellen lassen. Aber jetzt muss ich natürlich erstmal, ich bin so ein Idiot, dass ich natürlich den Pass nicht mitgenommen habe. Gut, das ist natürlich eigene Dummheit. Aber gut, in Peru hätte man es auch nicht gebraucht. Da hat nie jemand nach dem Pass gefragt. Ich fahre jetzt wieder zurück nach Kolumbien. Das ist immer witzig, ich fahre in ein anderes Land. Ja, habe ich selber verkackt, eiert. So. Es ist hier alles kompliziert irgendwie. Es ist mir noch nicht gelungen, Geld zu holen. Hier, die akzeptieren überhaupt keine ausländischen Karten. Also, da steht zumindest kein Visa und kein Mastercard dran. Und immer wenn ich die Karte reinstecke, dann sagt der Karte invalid. In Kolumbien, da kriege ich Geld. Ich weiß jetzt nicht wie viel an einem Tag. Aber zur Not könnte ich in Kolumbien Geld holen. Und das dann wechseln an der Wechselstube. Da muss ich halt in Kolumbien die 5 Euro zahlen für das Abheben. Und dann, ja, vielleicht kann ich aber auch das Bootticket und so zumindest per Karte zahlen. Ein bisschen was fürs Schiff brauche ich natürlich auf jeden Fall. Das muss ich mir dann noch überlegen. Ich bin schon 2 Stunden unterwegs und habe weder SIM-Karte noch Geld noch das Boot. Ciao. So, jetzt habe ich eine SIM-Karte für 30 Tage und man musste hier nichts registrieren. Ich weiß nicht, es gibt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber jetzt habe ich zumindest eine SIM-Karte, aber es ist natürlich ein ganz schlechter Zeitpunkt. Ich wollte es eben zeigen kurz. Brasilien spielt. Die sind sehr beschäftigt. Also 45 hat es gekostet, fast 10 Euro, 30 Tage, 12 Gigabyte. Ist billiger, glaube ich, als in Peru. In Peru war es relativ teuer, das Internet im Vergleich. Natürlich nicht so teuer wie in Deutschland, aber ja, es wäre schon schön, wenn ich irgendwo Geld bekommen würde irgendwann. Aber ich fahre jetzt erstmal zum Hafen und check das mal ab mit dem Boot. Versuche ich jetzt nochmal. Zum zweiten Mal. Ich bin so genervt. Ich habe schon keinen Bock mehr auf Brasilien, tatsächlich. Es ist jetzt so, hier macht er nur irgendwie für die Verladung das Papier fertig. Kostet 10 Euro. Oder 8. Nur das Papier. Und er hat noch irgendwas von Polizei, muss ich da wieder irgendeinen Stempel abholen oder was weiß ich. Naja, jedenfalls muss ich jetzt zum anderen Hafen, weil die können mir nicht sagen, wann das Boot fährt oder was der Preis ist. Sondern das muss ich am anderen Hafen machen. Hier macht man auch immer den Surfergruß, das ist auch der brasilianische Hallo-Gruß. Ist natürlich schon cool, ich bin ja nur gerade ein bisschen genervt. Aha. A Manaus, Moto? Aqui, Autoboto pra aqui? pra tu descer na tua moto, pra falar pro pessoal do barco, tu tem que pagar R$3. No entiendo. Tienes que pagar R$3 para entrar, para hablar con la gente del barco. Okay. Daí te prendem. Pero, ¿cuánto es moto a Manaus? €2.
2,40. 240. Also die Bank ist im Bau. Ich versuche es jetzt nochmal bei der, wo ich vorhin war, wo es nicht geklappt hat. Keine Ahnung. Sonst fahre ich nach Kolumbien, hole da Geld und wechsle das. Also, ich habe jetzt mal 300.000 abgehoben. Das ist das Maximum. Kostet 4 Euro. Und sind 65 Euro. Ich meine, ich kann wahrscheinlich mehrmals 300.000 abheben, aber es kostet jedes Mal dann 4 Euro. Deswegen habe ich jetzt mal das abgehoben. Jetzt gehe ich zum Wechselstube, wechsle 100.000. 20 Euro wechsle ich dann rum in Reales. So, musste ich nicht mal vom Motorrad absteigen. Die beiden Jungs haben es gemacht. Gracias. Und ja, hier sind diese Stuben. Und so ein super Kurs. Also ich habe diese App. Ich habe mal jemanden getroffen, der hat irgendwie Wirtschaft studiert. Der hat gesagt, das ist die beste App, die es gibt für Währungsumrechnung. Die im Studium durften sie nur diese benutzen. Und die holt tagesaktuell die Kurse. Und ich habe mehr bekommen, als der tagesaktuelle Kurs ist. So, ich war jetzt erst auf dem Schiff, aber das ist das Falsche. Dieses hat er mir dann gezeigt. Auf jeden Fall das Verladen hier scheint hier wesentlich angenehmer zu sein. Es gibt eine richtige Rampe. Jetzt sieht man es hier. Fährt er da drauf. Und dann bist du auf diesem Vorschiff und dann müssen wir dann irgendwie nochmal auf das andere Schiff. Aber es ist nur 1 Meter Wasser überbrücken. Ich glaube, das ist okay. Mal gucken, was ich jetzt rausfinde. Da hängen auf jeden Fall die Hängematten, das sieht gut aus. Man kann auch eine Kabine buchen, glaube ich. Aber ja, das stehe ich jetzt auch noch durch. Also Fußball läuft immer noch. Dann sind sie natürlich total genervt, wenn ich was will. Irgendwie morgen dort bezahlen. Der andere hat halt gesagt, ich brauche das jetzt, um diese Papiere zu haben, um zu verladen. Also es ist so, es wird dann im anderen Hafen verladen. Das Motorrad. Das habe ich zumindest mal rausgefunden. Und ich weiß auch, dass ich dort das Ticket für mich kaufen kann. 240 und 240 für das Motorrad anscheinend. Gleicher Preis. Was ich jetzt machen muss, weiß ich nicht so genau. Ich fahre jetzt nochmal zurück zu dem anderen Hafen und frage, was ich da jetzt machen kann. Jetzt bin ich wieder gut gelaunt, aber zwischendurch habe ich auch schon ein bisschen, ey Leute, ihr schickt mich da hin und die sagen dann so, nee, ihr müsst es da machen. Ja, aber da komme ich gerade her. Es ist so, ja, Passierschein 38. Also, der Tag ist um. Vorhin war ich noch mal beim Hafen. Ich weiß nicht, mir ist irgendwann die Kamera ausgegangen, weil die Batterie leer war. Deswegen nochmal zur Wiederholung. Es ist wohl so, die haben dann gerade Feierabend gemacht, aber ich habe ihn noch erwischt. Der hat gesagt, morgen ab 8 Uhr ist er da. Und dann macht er mir dieses Papier fertig. Dann muss ich zur Polizei. Die machen irgendwie Fotos und Stempel oder so. Aber das ist alles am Hafen. Und dann Ticket kaufen. Ich hoffe mal, das geht mit Karte. Und dann einladen das Motorrad um 10. Und um 12 geht's los. Ich war jetzt noch was essen, ach ja, und da wollte ich mit Karte zahlen, haben die gesagt, ja geht. Und dann ging das aber nicht, weil das Internet zu schwach war. Und dann musste ich halt wieder mit kolumbianischen Peso zahlen. Aber sie hat mir dann also Reales rausgegeben. Was ja super, super gut ist. Für heute Abend war es das. Ein Bild vom Essen. Das reiche ich noch nach. Und dann sehen wir uns morgen früh auf dem Weg den Amazonas weiter runter. Bis dann. Gute Nacht. Es ist sehr warm. Aber ich habe jetzt irgendwie viel besser gepackt, viel mehr Platz. Taschen sogar, da kann ich noch was reinstopfen. 28, das geht sogar noch. Gestern war es teilweise 36.
Also jetzt fahre ich an den Hafen, um diese Sachen zu erledigen. Ich bin natürlich eine Stunde spät. Jetzt stimmt die Uhr wieder. Keine Ahnung. Und auf dem Weg wechsle ich noch die letzten Peso in Reais um, also in brasilianisches Geld. Und dann hoffe ich, dass ich das Ticket, das sind ja 100 Euro, dass ich das mit Karte zahlen kann. Wenn nicht, wechsle ich Dollar. Ich habe noch 300 Dollar oder so einstecken. Immer gut, immer ein bisschen Dollar zu haben, Reisetipp. Bisschen Dollar zu haben, weil die kriegt man immer los. Ist die beste Währung, besser als Euro auch. Gracias. Hasta luego. Irgendwas ist hier komisch geworden mit dem. Warum man das nicht trennt. Ja, irgendwas ist, seitdem ich im Amazonas schwimmen war. Die Kupplung ist auch sehr lang, muss man ein bisschen nachziehen. Aber ist okay jetzt. Es hat, wie man sieht, geregnet heute Nacht. So. Auf Wiedersehen, Kolumbien. War ein kurzer Aufenthalt. Und zack. Und hier. Vai marcar também a moto? Sí, a lancha a Manaus. Manifesto da moto? Sí, allá. Manifesto. ¿Qué es manifiesto? E para embarcar a moto. Sí, Tem? necesito allá. Ah, tá. Daí depois eu trago o manifesto, tá? Sí, bien. Gestern 10-mal hier gewesen, heute tut er so, als hätte er mich noch nie gesehen. Naja. So, das hat lang gedauert, aber ich habe die Zettel und jetzt muss ich irgendwie hier hin, weiß ich auch nicht. Schauen wir noch mal. Irgendwelche Polizei und das Ticket muss ich natürlich noch kaufen. Da weiß ich natürlich auch nicht, ob das hier geht. Also, Ticket habe ich gekauft und die nehmen 10% für Kartenzahlung. Und zwar zweimal. Das sind 50 Euro insgesamt mit Kartenzahlung für Passagier. Und das Bike, heute war der Preis dann doppelt so hoch, wie sie gestern gesagt haben. Das kennen wir ja schon. Also so kennen wir es noch nicht, aber dass der Preis höher ist, 105 Euro. Also 155 Euro für 4 Tage Fahrt auf irgendeinem so Kahn. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt muss ich hier irgendeinen Police Federal machen. Und leider bin ich nicht der Einzige, der das machen muss, sondern das ist die Schlange und da tut sich überhaupt nichts. Also es ist wirklich... ja. Aber gut, ich habe bezahlt. Ich denke mal, sie werden mich mitnehmen.
2 Stunden musste ich anstehen. Aber war sehr nett der Typ dann immerhin. Ich war natürlich hardcore genervt. 2 Stunden, ey. Da ist mir lieber, wenn es dann so, naja, hier läuft es eben alles organisierter. Mit richtig Stempeln und so weiter und so fort. Ich brauche den ganzen Kram jetzt nochmal, glaube ich, zum einen. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Das ist das Schiff, man sieht, sind da schon die Hängematten jetzt überall aufgehängt. Ja. Jetzt gucken wir mal. Where did I put it? No idea. Yeah? Ja. O senhor vai marcar? Mhm. Brasileiro? No, Alemán. Alemão? Do you speak English? Yes. Where are you going? Almanaus. Manaus? Mhm. Do you have the document? Mhm. Das war mein erster Eindruck von Brasilien. Ich möchte mich noch bei den Unterstützern bedanken. Und zwar bei Friedrich, Anja und René aus Werder, Frank, BMW GS Günther, Oliver, Tanja und Jürgen, Kerstin und Roland aus Rödermark. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Ruti. Tschüss.